Verplant. Das sind 108 Minuten Film über die Fahrradtour von Otti und Keule und ihren Touralltag. Einiges von der Filmmusik stammt dabei von ihm, Erik. Erik ist auch Fernradler. Er war mit dem Fahrrad unter anderem schon im Iran, in Indien und Neuseeland. Zufälligerweise ist er jetzt aber in Heiligenstadt, genau da, wo Otti und Keule auch sind. Wir treffen uns auf ein paar Margaritas. Der Kontro war leider aus. Aber es schmeckt nicht so schlecht, wie es aussieht, ne? Ja. Es hat jetzt mit Frostschutzmitteln gar nicht so viel zu tun. Erik, du bist ja losgefahren in Deutschland Mai 2018? Genau, Mai 2018 und dann ein Jahr war ich unterwegs. Nur einige Monate nach Erik brechen auch Otti und Keule auf. Aus fast der gleichen Gegend, auf einer Route mit einigen Parallelen. Doch unterwegs begegnen sie sich nicht. Überhaupt erfahren sie erst voneinander, als sie alle schon wieder zu Hause sind. Das war witzig, okay. Wir haben uns ja bei Christoph getroffen. Genau, durch Zufall. Und genau, durch Zufall. Und ich kann mich noch so dran erinnern, du bist auch durch den Iran gefahren, so warst du auch in Maran, sag mal, kennst du Jascha? Ja klar kenne ich Jascha, so jeder kennt Jascha. Das ist mega witzig. Im Iran biegen die Jungs nach Norden, Erik nach Süden. Er radelt durch Dubai und Oman, Indien, Nepal und Myanmar und schließlich nach Thailand. Und dann von Thailand bist du nach Neuseeland? Nee, ich bin tatsächlich nur mal kurz nach Hause gekommen, weil ich mir einen Leistenbruch beim Kacken zugefügt habe. Seine Reise hat er in einer YouTube-Serie dokumentiert. Die Musik kommt dabei immer von ihm selbst, unterwegs geschrieben und aufgenommen. Manchmal war es echt tricky, weil zum Beispiel in Dubai hatte ich mir eine Aufnahmesession vorgenommen und dann musst du halt gucken, so, wann du anfängst mit aufzunehmen, weil ab einer gewissen Uhrzeit fangen an, Helikopter rumzufliegen und so. Und zu Ferrari, das ist so laut. Ja, geil. Da hörst du dann im Hintergrund so ein Motorrad so und denkst so, okay, wieder ein Scheich am Abgehen. Aktuell fährt Erik kein Fahrrad mehr. In Neuseeland ist ihm nämlich ein Felsbrocken aufs Knie gefallen. Dafür macht er umso mehr Musik. Als Stadtkünstler für die Stadt Heiligenstadt und auf seinem YouTube-Kanal, der jetzt Fretboard Monkey heißt. Auch in den ganzen Teasern, Outtake-Videos und im Trailer zu unserem Film Verplant kann man ihn hören. Und am 13. Mai dann auch im Kino. Die Mucke macht richtig Durst, ne? Also